Wichtig beim flexiblen Trompetespiel, Bindungen etc. pp, natürlich auch die Höhe, ist es wichtig, dass wir uns nicht mit dem Mundstück gegen die Lippen totdrücken. Denn sobald das Lippenmaterial fest ist, abgedrückt ist, kann es nicht mehr schwingen und dementsprechend kommen nur sehr schwer unter hohem Luftdruck noch Frequenzen aus der Trompete. Hierbei ist es wichtig, dass du den Druck reduzierst. Es soll jetzt nicht so viel reduziert sein, dass die Luft an deinen Mundstück bzw. Lippen dazwischen rausströmt, dir entweicht, sondern diese, die wir eingeatmet haben, sollen wir auch für unser Trompete spielen nutzen. Wenn du also zum Beispiel Übungen spielst, wie zum Beispiel hier die Noten eingeblendet, mach's langsam in diesem Tempo, damit du auch kontrollieren kannst bzw. nachvollziehen kannst, was passiert denn eigentlich mit meiner Zunge, mit meinem Luftdruck, bleibt der Ansatz stabil, was macht die Lippenspannung etc. pp. Und dann kannst du trainieren, den ein oder anderen Ton eben nach oben zu spielen. Wichtig hierbei ist es, wenn es um Bindungen geht, dass keine Brüche zwischen den einzelnen Tönen passiert. Deswegen immer wichtig, Tempo rausnehmen, Zeit lassen, damit alles absolut nachvollziehbar bleibt. Und dann kannst du eben solche Übungen wie eingeblendet spielen und da machen wir uns mal ran. Du siehst die Grundübung und es geht natürlich wieder chromatisch in Halbtonschritten abwärts. Also schnapp dir deine Trompete und mitgemacht. 1, 2, 3. Jawohl, und letztendlich, wenn du das in diesem Tempo spielen kannst, kannst du letztendlich dann auch im nächsten Schritt das Tempo erhöhen und dann spielen wir das Ganze eben schneller. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, und wenn das funktioniert, naja, du ahnst es schon, noch eine Schippe drauf, wir spielen es noch schneller. Achtung, 1, 2, 3. Jawohl. Also wichtig ist immer, locker bleiben das Ganze und der Ansatz arbeitet eben, damit wir diese Frequenz immer auf das Instrument übertragen können. Wichtig ist, und das ist wirklich ein Punkt, der immer entscheidend ist, wir blasen die Luft durchs Instrument nach vorne raus. Das heißt, es passiert nicht alles nur hier im Kleinen, sondern es geht immer raus. Der Klang entwickelt sich im Raum, im Konzertsaal etc. und nicht hier ganz eng bei uns Bläsern in dem Lippenbereich bzw. Mundstückbereich. Also immer dran denken, die Luft durchs Instrument nach vorne außen zu pusten. Sollte dir die Übung zu schnell sein, kein Problem. Tempo rausnehmen und dann dementsprechend langsam spielen. Hier in der Videoeinstellung kannst du auch das Tempo anpassen und dann dementsprechend das Tempo schneller und langsamer stellen, eben auf deine Bedürfnisse anpassen. Ich wünsche dir mit dieser Übung viel Erfolg bei deinem Trompetespielen. Schreib in die Kommentare, wie es funktioniert oder deine Erfahrung, teile diese gerne mit uns. Ansonsten bis nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.